2, 1 und Action. Servus. Wir werden uns mit dem Thema, wie kann man das Fahrzeug gegen ungewolltes Bewegen und Entwenden sichern, beschäftigen. Gleich einmal vorweg, das Wichtigste und Beste ist noch immer ein richtig gutes Kettenschloss. Das bitte immer verwenden, in Österreich, außerhalb von Österreich, überall. Nichtsdestotrotz, wenn wir zwei Sachen in ein Fahrzeug einbauen, das eine ist eine Alarmanlage, die hat den Vorteil, dass das Fahrzeug sich akustisch meldet, wenn es bewegt wird, ohne dass die Alarmanlage entschärft wurde. Das funktioniert vor allem dann recht gut, wenn man selber in unmittelbarer Nähe des Fahrzeuges ist. Dass das für einen anderen interessiert, wenn die Alarmanlage losgeht, auf das kann man pfeifen, das ist längst vorbei. Aber wie gesagt, wenn man einen Café huckt, das Fahrzeug steht auf der anderen Straßenseite, würde man das wunderbar mitkriegen. Der andere Vorteil ist, dass die Alarmanlage auch die Zündung und dergleichen mehr deaktiviert. Um das Ganze noch ein bisschen zu verbessern, werden wir das kombinieren mit dem Bike Tracks von Power Unity. Es hat den Charme, dass es ein GPS-Tracker ist mit einer Handyanwendung, die einem am Handy eine Warnung gibt, sobald das Fahrzeug unerwartet bewegt wird. Das heißt, man kriegt das immer mit, wenn das Fahrzeug in Bewegung gerät oder auch zum Beispiel aufgestellt wird oder gleich mehr, sobald man das System auch scharf geschalten hat. Hat den Vorteil, dass man das auch mitkriegt, wenn man zum Beispiel in einem Bürogebäude sitzt, im Hotel ist und es steht irgendwo außerhalb am Parkplatz. Das System kriegt man auch dann mit, wenn man akustisch zu weit weg ist. Das funktioniert in ganz Europa, da sind SIM-Karten drin verbaut und kommt aus Österreich dieses System. Das heißt, da ist auch Verlass darauf, dass der Anbieter existiert und das sauber und ordentlich handhabt. Beide werden wir jetzt einbauen und euch auch zeigen, wie der Einbau geht und dann noch ein bisschen sagen, wie die funktionieren. Gut, erster Schritt ist das Alarmanlagenmodul mit dem vorhandenen Stecker am Bordsystem anschließen. Ist total einfach, gibt nur einen Stecker, geht nur auf eine Weise rein, anstecken, Gummilippe drüber ziehen und nachher die Halterplatte mit dem Kabelbinder über den Gummistecker drüber ziehen, hinten auch den Kabelbinder durchfädeln, das Ganze schön festziehen, dass es gut sitzt und das ist es dann auch schon bei der Montage im ersten Schritt. Als nächsten Schritt werden wir das Ganze jetzt dann hier am Fahrzeug verschrauben. So, und angeschraubt wäre die Show. Gut. Zusammen mit der Alarmanlage kommt ein sogenannter Sitzbanksensor. Der dient dazu, dass die Alarmanlage erkennt, wenn die Sitzbank abgenommen wird, ohne dass die Alarmanlage entschärft wurde. Damit ist sichergestellt, dass man nicht an Batterie oder Alarmanlage herankommt durch Abnehmen der Sitzbank, solange sie scharf ist. Da ist also ein Sitzbanksensor Nehmer dabei und auch ein Geber. Der Geber wird auf die Bank montiert, da ist auch eine Vorbohrung, wo die genau hinkehrt. Das gleiche findet sich als Gegenstück hier auch auf dem Querverbindungsstück hinten. Da ist ein Vormontagepunkt, das Kabel fädelt man unten durch und verbindet es hier mit dem Sensorstecker. Das werden wir jetzt machen und dann hat man auch den Vorteil, dass es die Alarmanlage mitkriegt, wenn die Bank runtergenommen wird. Wenn das aber nicht gedacht war, dass das passieren darf. Gut, hier wichtig unten durch, damit das Kabel nicht durch die Sitzbank abgedrückt werden kann. Die sind mit Schrauben und Klebeband gesichert, dass er nicht leicht verrutscht. Und schon sitzt der Sensor an der richtigen Stelle. Den stecken wir dann noch schön an. Stecker kann man nicht falsch zusammenstecken, geht nur richtig. Und einfach zusammenstecken und da halt wieder schön hereinlegen. Oder unten runterschieben, wenn man will, dann kann er nicht so herumflattern, ist aber in Wahrheit wurscht. Gleiches Spiel auf dem anderen Ende. Dann platzieren wir den Magneten, das für den Hallgeber, an der richtigen Stelle an der Sitzbank. Gut, passt. Ist montiert. Das gute Stück. Jetzt werden wir uns dann noch an den Zeitgenossen da machen. Das ist der GPS-Tracker. Da werden wir uns überlegen, wo wir den platzieren, aber vom Gefühl her werden wir den da hinten hinein platzieren. Das ist nämlich wichtig, dass der nach oben eine freie Sicht hat und da drüber kein Metall zum Liegen kommt, sondern dass da maximal Kunststoff oben drüber ist. Und deswegen werden wir schauen, dass wir den da hinten platzieren, allerdings nicht zu weit nach hinten, weil da ist dann später die Metallplatte vom Gepäckträger. Also wir werden schauen, dass wir hier auf dieser Höhe bleiben oder ihn sogar da direkt vor der Alarmanlage platzieren. Dass außer meinem Arsch wird da nicht viel zum Stehen kommen. Ein Riesenvorteil bei der 97 Adventure und bei vielen neueren Motorrädern von KTM ist, dass sie hinten im Fahrzeug Stromleitungen zum Anschließen von weiteren Komponenten besitzen.
In diesem Fall hat man hier zwei verschiedene. Der eine heißt ACC1, die sind beschriftet. Ist nicht ganz leicht zum sehen, weil es ein silbernes Pickerl ist. Und der andere heißt ACC2. Und der Vorteil ist, der ACC1 ist ein sogenanntes Dauer Plus und eine Masse. Das heißt, diese beiden Leitungen sind immer mit Strom versorgt. Der ACC2 hat die gleiche Eigenschaft, nur mit einem Unterschied, der ist erst mit Strom versorgt, sobald man die Zündung aufdreht. Jetzt abhängig davon, was man hier mit Strom versorgen will, schließt man eben am ACC1 oder ACC2 hier Komponenten an. Das macht jetzt den Einbau von dem GPS-Tracker sehr einfach, weil wir werden den irgendwo da hinten unterbringen. Vermutlich kann man da oben auf die Alarmanlage mit einem Klebeband anbringen und so doppelscheitig mit Gewebe dazwischen, dass man abnehmen kann. Und dann das mitgebrachte Kabel zum Anschließen hier hinten direkt an die Stromversorgung des ACC1 anschließen, so dass das immer einen Strom hat. Was wir dazu machen müssen, ist diese Kabelschuhe hier, die sind für einen Anschluss direkt an eine Batterie gemacht, so mit einem M6-Gewinde oder so wird da durchgehen. Die werden wir umbauen auf andere Kabelschuhe, nämlich auf jene, die da hinten hineinpassen. Das sind in der Regel, jetzt muss ich kurz schauen, die haben wir da herinnen, Kabelschuhe in dieser Art. Das heißt, wir bauen das auf diese Kabelschuhe um. Wir werden dann schauen, welche Breite da genau hineinpasst, weil da haben wir ein paar verschiedene. Das schauen wir uns noch an, welcher da gut passt. Wir werden das umlöten, mit einem Schrumpfschlauch wieder isolieren und dann kann man das hinten wunderbar anstecken. Der Vorteil ist, wenn wir das so machen, man kann das auch wirklich leicht abstecken und wieder ausbauen, ohne dass man irgendwie groß herumtun muss. Daher, besagt euch, so Kabelschuhe gibt es in jedem Elektronik-Fachhandelgeschäft oder online auch ganz leicht zu kriegen im Kilo-Format. Ganz was Wichtiges, wir werden jetzt nachher mit Schrumpfschläuche das Ganze schön fest abisolieren. Dazu ein persönlicher Tipp, einen Schrumpfschlauch nehmen, der groß genug ist, dass er über beide Litzen geht. Der dient dazu, dass man das Ende schön steif machen kann. Und dann zwei Schrumpfschläuche, die so groß sind, dass sie gerade an die Kabelschuhe anschließen. Die werden jetzt bei diesen Kabelschuhen leider nicht drüber gehen. Könnten wir uns jetzt überlegen, ob wir doch die eins größeren nehmen. Wir werden sogar machen, wir werden das stückeln auf zwei Stücke. Das heißt, wir werden einen Kabelschuhende nehmen, der so dünnes wie es hier ist, und dann eins dickeres, ein kleines Stück, sodass wir dann Übergang dann mit den Kabelschuhe machen können. Da suchen wir das Stück noch was raus. Wichtig ist, am Motorrad ist die Masse braun, also schieben wir den braunen über das schwarze Kabel in dem Fall. Und über das rote, weil ich kein Rot mehr habe, schieben wir in dem Fall halt an gelben. Das Schöne ist, das andere Ende am Motorrad ist sogar gelb, das Plus. Also passt das hinterher wunderbar zusammen. So, man sollte natürlich über das Richtige schieben. Schaut ein bisschen besser aus. Warum macht man das? Die Schrumpfschläuche. Die Schrumpfschläuche sind eine Methode, wo man wirklich hervorragend isolieren kann. Die haben den Vorteil, dass sie durch Hitze sich zusammenziehen und dadurch auch wirklich durchgehende schöne Isolationsschicht liefern. Nimmt man Isolierbandel umgewickelt, hat man immer erstens den Kleber, der aushärtet und irgendwann alt wird und nicht mehr gut haltet. Und es ist auch viel schwerer, durchgehende, schöne, dichte Oberfläche zu produzieren. Mit Schrumpfschläuch geht das wirklich wunderbar knackig einfach. Das heißt gegen Feuchtigkeit geschützt. Gegen Feuchtigkeit geschützt und auch gegen Bewegung und Abrieb geschützt. Das darf man am Motorrad nicht unterschätzen, wie sehr die Kabel arbeiten und durchaus mal irgendwo scheuern. Da hat man dann ganz klassisch so einen Masseschluss irgendwo, den man ziemlich lang sucht. Wenn ein Kabel irgendwann am Stahlrohr sich durcharbeitet, gibt es einen kurzen und man sucht sich ziemlich den Idioten. Das macht durchaus Sinn, gerade wenn man da so quer auf die Welt fährt. So hat so ein bisschen ein Lötzinn auf die Spitzen drauf. Das raucht deswegen spektakulär, weil die schon halbwegs heiß ist. Das ist aber gut so. So, jetzt fängt es gleich runtertropfen an. Jetzt werden wir schauen, dass wir das Lötzinn auf die Spitzen da drauf bringen. So, da, wunderbar. Genau. So. Wir haben jetzt hier, wie man sieht, die Schrumpfschläuche schön drüber geschoben, über die Enden. Und werden die jetzt den Heißluftföhn die Schrumpfschläuche erhitzen, dadurch wird sich das Ganze jetzt wunderbar isolieren. Wie man sieht, hier war schon das untere Teil über die anderen beiden Schrumpfschläuche drüber geschoben. Damit kann man das Ganze jetzt wunderbar zusammen isolieren. Geht recht schnell, man sieht gleich, wie das Zusammenziehen anfängt. Man braucht so einen Heißluftföhn eigentlich nur ungefähr auf die mittlere Stellung aufdrehen. Mehr ist da gar nicht notwendig, das geht dann rucki-zucki. So, und wenn man sich jetzt da das Ergebnis anschaut, sagt das einmal her, dann muss man ganz ehrlich zugeben,
Das schaut fast aus, wie wenn es aus dem Werk käme. Da sieht man jetzt die schönen Stufen, wie das alles schön dicht abschließt. Das, wo wir es geklemmt haben, ist auch gut isoliert und das kann man jetzt verbauen. So ein Klebeband zu. Das ist nichts anderes wie ein Klettverschluss recht ähnlich. Und das schneiden wir halt auf die Form von der Akku-Unterseite ungefähr zu. Wir haben jetzt den Buffer-Akku von dem GPS-Tracker verbaut. Den haben wir da seitlich untergebracht, da vor dem Lufteinlass mit so einem Klebeband festgemacht, damit er nicht raus kann. Haben da das Kabel herinnen liegen, das werden wir dann nachher noch ein bisschen mit Kabelbinder festmachen, damit es nicht herumflattert. Und haben dann hier das zweite Kabel, mit dem das Ganze jetzt dann am Bordnetz angesteckt wird. Dazu stecken wir da einfach den Stecker an. Der ist auch, wenn man sich anschaut, ist das so gemacht, dass man nicht verkehrt zusammenstecken kann. Der geht nur so herum zusammen. Verriegelt auch, hat einen Riegel, dass er nicht auseinanderhupfen kann. Und legen jetzt das Kabel da schön hinein und schnappen uns wieder den ACC 1 Vierer. Jetzt kommt der ACC 2, der als erstes Vierer kommt, da haben wir den 1er und schließen es hier an. Wie gesagt, zuerst wichtig war, die Masse ist das Braune. Wir haben da ein Brauns, wir haben da ein Brauns und ein Gelbs und ein Gelbs. Also das haben wir schon so gemacht, dass das auch ich richtig zusammenstecken kann. Das, was da drin ist, das Gelbe, das ist ein reines Fett, das kann am Wurscht sein, da kann man einfach durchstecken. So, und drin ist es, wie man sieht. Und das Ganze noch einmal auf der anderen Seite. So, jetzt haben wir merken, ob die Sicherung geht. Klingt aber nicht so. Da ist mir eine Sicherung im Kabel drin. Das ganze Kabel werden wir jetzt noch ein wenig nach hinten stupfen, damit das halt schön verschwindet. So, einmal nach hinten mit der Geschichte. So, da wichtig ist, dass das unter der Sitzauflage drunter ist, sonst zieht man es im Sitz ab. Und das Ganze, wenn wir da jetzt mit Kabelbindern ein wenig fixieren, dann verschwindet das schon recht nett. Für das Power Unity installiert man am Handy eine App. Die schaut so aus, die installieren wir jetzt gerade. Mit der App kann man dann das System ein- und ausschalten. Die muss man dann einmal mit diesem Modul hier verbinden. Dazu ist ein Code auf dem Modul aufgebracht. Da verbindet man die beiden und dann ist sozusagen die Verbindung vorhanden, um über das Handy erstens zu überwachen, wo das Ding gerade ist. Zweitens auch, um die Verbindung zwischen Handy und dem Modul zu haben. Das werden wir jetzt machen. Das ist dann die App. Momentan ist der Alarm deaktiviert, das sieht man unten, das Schloss offen ist. Zeigt den Zustand auch von der Batterie des Tracking-Systems an. Also man sieht aus der Ferne auch, wie geht es mit einem Tracking-System, hat es genug Strom, ist es aktiv. Ja, wenn man den Alarm jetzt aktivieren würde man am Handy dann einen Alarm kriegen, sobald das Fahrzeug bewegt wird, ohne dass man halt vorher den Alarm deaktiviert hat. Das heißt, man kriegt das mit, dass das Fahrzeug in Bewegung ist und sieht dann auch ganz genau, wo es sich gerade befindet. Absteigen wie die faule Sau. Servus. Grüß dich. Jetzt sagen wir, wie die Alarmanlage geht. Wenn man stehen bleibt, aktiviert man sie als erstes. Wichtig ist, es dauert dann 45 Sekunden, bis sie wirklich scharf ist. Das heißt, die aktiviert sich nicht sofort, damit man nicht gleich beim Abräumen das wieder selber auslöst. Und dann zwei Sachen machen, wir werden sie einmal vom Hauptständer nehmen und schauen, ob die Alarmanlage anrennt. Und einmal die Sitzbank runternehmen und schauen, ob die Alarmanlage anrennt. Schauen wir uns an, ob das hinhaut. Ich mache jetzt da den Motorradentwender. So, und jetzt beginnen wir mit dem Test. Ich werde es jetzt da bewegen. Ein Stück. Theoretisch müsste sie schon anspringen, die Alarmanlage. So anschleichen. Weil ist das urlaut jetzt da? Das lenkt dich ein bisschen. Wir werden jetzt Folgendes machen. Bewegungssensor haben wir schon getestet. Jetzt werden wir uns anschauen, was passiert, wenn man die Sitzbank runter tut, ob dann auch die Alarmanlage angeht. Der Daniel spielt jetzt den Langfinger, jeder das, was er gelernt hat. Was machen wir? Ich filme gerade. Achso, nein, ich weiß nicht noch. Anweisungen folgen. Fragen Sie, was Der machen? Herr Inspektor kommt jetzt da. Ja, was ist da? Ich wollte gerade das Motorrad. Hallo meine Lieben, wir wollen uns jetzt anschauen, den GPS-Tracker, das System. Der Jakob wird mit dem Moped wegfahren und wir werden das beobachten am Handy anhand der App, wo sich das Fahrzeug befindet, wo es sich hinbewegt, was das halt tut. Ne?
So, und da sieht man jetzt quasi, wo das Moped jetzt gerade unterwegs ist. Das tut sich laut Jakob alle 5 Sekunden aktualisieren. Ah, Das sind wir auf einmal da. na, hast du die Hände gewaschen, gell? Ah, und schon weiter. Ja, Love